Hallo und willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Wir schauen uns heute mal das neue Programm der VHS Berlin Mitte an. Also für August bis Dezember 2025. Hast du vielleicht auch gerade überlegt, diesen Herbst oder Winter was Neues anzupacken, mal über den Tellerrand zu schauen? Dann könnte das jetzt genau passen. Das neue Programm ist nämlich da und ich sag mal, die Auswahl ist riesig. Da ist wirklich für jeden was dabei. Und es geht ja nicht nur ums reine Wissen, sondern auch darum, fit für die Zukunft zu werden, sich persönlich weiterzuentwickeln, vielleicht auch neue Seiten an sich zu entdecken. Stichwort lebenslanges Lernen und digitale Teilhabe für alle. Das scheint so die Richtung zu sein. Lass uns da mal genauer reinschauen. Absolut. Das Programm spiegelt das wirklich gut wider, finde ich. Wie wichtig es heute ist, neugierig zu bleiben und Kompetenzen aufzubauen. Also Kompetenzen, die uns helfen, uns in dieser, sich ständig wandelnden Welt zurechtzufinden. Stichworte wie digitale Souveränität, also dass man sich sicher und selbstbestimmt im Netz bewegt. Oder auch Innovationskompetenz, die sind ja total im Kommen. Es geht um Bildung, die uns alle weiterbringt, individuell und als Gesellschaft. Okay, packen wir es mal aus. Fangen wir doch mal klassisch an. Sprachen. Klar. Die üblichen Niveaus sind dabei, A1 bis C2, kennt man ja. Und natürlich auch Deutschkurse, also Integrationskurse, Berufssprachkurse, das ist wichtig. Aber da gibt's doch auch ein paar, überraschende Sachen, oder? Ja, total. Also zum Beispiel ganz praxisnahe Englischkurse wie Smalltalk for Beginners. Wer kennt das nicht, ne? Oder, das fand ich besonders charmant, Birdwatching in Englisch. Was? Vogelbeobachtung auf Englisch. Genau. Da spaziert man durch den Tiergarten oder den Humboldt-Hain, beobachtet Vögel und spricht dabei Englisch. Lernen mal ganz anders. Okay, das ist echt eine coole Idee. Oder passend zur Weihnachtszeit dann Spanisch singen Villancicos, also spanische Weihnachtslieder lernen. Insgesamt sind es 20 Sprachen. Da ist die Auswahl schon ziemlich groß. Super Idee, das Lernen direkt anzuwenden. Und wenn wir bei Anwendung sind, die digitale Welt, da ist ja auch unheimlich viel los. Ich habe gesehen, viel zum Thema KI, also künstliche Intelligenz. Auch für absolute Anfänger, das ist gut, auf Deutsch und Englisch sogar. Und dann so Workshops zu konkreten Tools, ChatGPT oder Canva zum Beispiel. Ja. Man kann sogar lernen, Webseiten mit KI-Unterstützung zu bauen oder Python programmieren. Aber auch für die, die es vielleicht etwas ruhiger angehen wollen, der Computerclub für die ersten Schritte am PC. Das gibt's auch noch. Genau das meine ich mit Zukunftskompetenzen und digitaler Souveränität. Es geht ja darum, diese Werkzeuge unserer Zeit zu verstehen und auch nutzen zu können, nicht nur passiv zu konsumieren. Stimmt. Aber gleichzeitig, und das finde ich eben auch spannend, kommt das Kreative, das Handfeste nicht zu kurz. Also Malen und Zeichnen, klar. Aber eben auch direkt im Museum oder im Botanischen Garten. Das ist doch mal was anderes. Ja. Oder Fotografie, Keramik. Da habe ich sogar gesehen, Ceramica para todos, Töpfern auf Spanisch. Ach, wirklich? Ja. Oder Linoldruck und kreatives Schreiben. Vom Krimi bis zum historischen Roman kann man da alles lernen. Oder sogar einen Kurs, wie man seine Kunst erfolgreich ausstellt. Also ganz praktisch gedacht. Diese Mischung finde ich bemerkenswert. Also einerseits die digitalen Tools, andererseits wirklich handwerkliche Techniken, künstlerischer Ausdruck. Das zeigt für mich auch so eine gewisse Balance, oder? Entwicklung für den Job, klar, aber eben auch für die persönliche Entfaltung. Vielleicht auch als Ausgleich zur digitalen Welt. Ja, das ist ein guter Punkt. Das führt uns eigentlich direkt zum Bereich Gesellschaft. Da sind auch total aktuelle Themen dabei. Zum Beispiel Balkonkraftwerke. Also wie man mit diesen kleinen Solaranlagen für den Balkon günstigen Ökostrom selbst erzeugt. Ah ja, das ist ja gerade ein großes Thema. Genau. Oder Finanzplanung für die Rente. Oder vor der Hochzeit. Wichtige Lebensfragen. Es gibt Filmgespräche im Afrika-Haus, habe ich gesehen. Philosophische Abendessen zum Thema Gelassenheit. Wer braucht das nicht? Oder Kurse zu Wirtschaftsdemokratie. Und ganz besonders die Schwarze VHS. Das ist eine Initiative, die afrodiasporische Perspektiven in den Mittelpunkt stellt und zum Beispiel eine Afro-Samstagsschule für Kinder anbietet. Das ist ein super Beispiel dafür, wie das Prinzip Bildung für alle praktisch umgesetzt wird. Das sieht man auch an anderen Angeboten, wie den Erwin-Seminaren. Das sind Kurse in einfacher Sprache. Und dann natürlich Körper und Geist.
Die Auswahl ist auch da, enorm. Entspannungstechniken, klar. Qigong, aber verbunden mit Kalligraphie. Fand ich interessant. MBSR, also dieses Achtsamkeitstraining zur Stressbewältigung, gibt's auf Deutsch, Englisch und sogar Türkisch. Okay. Dann Alexander-Technik für Haltung und Bewegung, Fußreflexzonenmassage, Yoga, Pilates. Pilates auch auf Englisch sind natürlich dabei. Fitness wie Kettlebells oder Hula Hoop. Also auch was zum Auspowern. Hula Hoop, okay. Ja. Und sogar nachhaltiges Kochen unter dem Motto Warum immer nur Filet? Oder Pilzkunde mit Wanderung. Also wirklich querbeet. Und man darf auch den Bereich berufliche Bildung nicht vergessen. Da gibt es Kurse zum Quereinstieg, zur nebenberuflichen Selbstständigkeit, Gehaltsverhandlung, Storytelling für den Job. Oder wie man mit Impro-Theatertechniken souveräner wird im Auftreten. Also wirklich ein sehr, sehr umfassendes Angebot, das viele Lebensbereiche abdeckt. Genau. Und vielleicht noch der kurze praktische Hinweis, anmelden geht ganz einfach online. Es gibt auch Beratung, wenn man sich unsicher ist und viele Lernorte. Also das war jetzt wirklich nur ein kleiner Einblick, eine enorme Vielfalt. Es ist wirklich für jeden Geschmack und jeden Bedarf was dabei. Das zeigt doch, Bildung ist zugänglich und kann, richtig Spaß machen. Absolut. Es geht darum, Horizonte zu erweitern, Neues zu entdecken. Und das bringt mich eigentlich zu einer ganz interessanten Frage für dich, für euch da draußen. Wenn du eine Fähigkeit oder ein Wissen erlernen könntest, so ganz ohne Druck, ohne die Angst zu versagen, was wäre das? Ja, das ist eine gute Frage. Stoff zum Nachdenken. Am besten schaust du einfach selbst mal ins vollständige Programm rein. Vielleicht ist ja genau das Richtige für dich dabei für diesen Herbst und Winter. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.